Hallo, heute habe ich ein ganz tolles, einfaches Strickmuster für euch, das sich super eignet jetzt für eine Decke. Ich habe hier eine Babydecke angefangen, diesmal in Grau, weil noch nicht sicher ist, was es wird, ein Junge oder Mädchen. Und da finde ich, da kommt gerade so hellgrau ganz besonders gut. Also das passt eigentlich dann immer dann für Jungen und für Mädchen. Ich habe jetzt hier die Decke auf 70 x 70 cm und verwendet habe ich von der Linie von Online die Linie 4. Das ist reine Merino-Wolle und das Ganze stricke ich hier mit Nadelstärke 3. Wenn ihr jetzt die Decke genauso stricken möchtet wie ich, also eben auf 70 x 70 cm, dann benötigt ihr ca. 450 bis 500 Gramm Wolle, je nachdem welche Nadel ihr nehmt. Ich habe jetzt hier nur mit einer Dreiernadel gestrickt. Da steht zwar 3,5 bis 4,5 drauf, ich stricke auch nicht locker, aber dadurch, dass hier viel mit Krausrippen gestrickt wird, nehme ich immer eine etwas kleinere Nadel, dann kommen einfach die Rippen auch viel schöner raus. Und der Rand ist dann eben auch viel stabiler. So, die Maschenzahl, die geht hier geteilt durch 11 und die Rapporthöhe, die beträgt 10 Reihen. Und ja, was ich noch sagen wollte, die Rückseite, die schaut jetzt genauso aus wie die Vorderseite. Das ist bei einer Decke natürlich auch ganz toll. Also man fängt ja hier unten einmal so an und dann sieht die Rückseite natürlich unten anders aus, aber insgesamt ist das Muster auf beiden Seiten dann gleich. So, das wäre soweit auch schon wieder alles, was es dazu zu sagen gibt. Und dann würde ich sagen, dann starten wir auch gleich. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Maschen angeschlagen und auch schon die ersten 2 Reihen gestrickt. Die werden nämlich nur mit rechten Maschen gestrickt. Also wenn ihr die Maschen angeschlagen habt, dann beginnt ja die Rückreihe, dann rechte Maschen und dann die Hinreihe nochmal rechte Maschen. Dann habt ihr hier einmal so eine Krausrippe. So, das Muster selber, das beginnt jetzt auf der Rückreihe. Also die ersten 2 Reihen zählen ja noch nicht dazu. Die erste Masche, die hebe ich ja immer nur ab. Ihr legt den Faden hinter die Nadel und hebt die erste Masche einfach wie zum Rechtsstricken ab. Die Randmasche zählt ja nicht zum Muster dazu. Die ersten 4 Maschen, die strickt ihr nur rechts. 4 Maschen rechts und dann eine Masche links, eine Masche rechts abwechselnd über 7 Maschen. Also einmal links, rechts im Rippenmuster halt. Links, rechts, dann wieder links, rechts und einmal links. Dann strickt ihr wieder 4 Maschen nur rechts. Und nochmal im Rippenmuster eine Masche links und eine Masche rechts abwechselnd. So, ihr habt angefangen mit 4 Maschen rechts und so endet ihr dann auch. Vier Maschen rechts und die Randmasche wird rechts gestrickt. Die letzte Masche immer rechts und die erste einfach nur abheben. Jetzt sind wir auf der Hinreihe, den Faden hinter die Nadel legen, die erste Masche wieder nur abheben und in dieser Reihe werden jetzt alle Maschen nur rechts gestrickt. So, alle Maschen rechts und auch die Randmasche rechts. Jetzt kommt wieder die Rückreihe, das waren jetzt die ersten 2 Reihen. Jetzt kommt wieder die Rückreihe und die wird genauso gestrickt wie die erste Reihe. Den Faden wieder hinter die Nadel legen, die erste Masche nur abheben, die ersten 4 Maschen rechts stricken. Und wieder abwechselnd eine Masche links und eine Masche rechts im Wechsel. Die folgenden 4 Maschen wieder rechts
Und wieder im Rippenmuster eine Masche links, eine Masche rechts im Wechsel über 7 Maschen. Und die letzten 4 Maschen wieder rechts. Und auch die Randmasche rechts. So, und die Hinreihe, das ist jetzt die 4. Reihe, da werden wieder alle Maschen rechts gestrickt. Die erste wieder nur abheben und alle Maschen rechts. So, das waren jetzt die ersten 4 Reihen. Jetzt sind wir wieder auf der Rückseite und das Muster, das wird jetzt genau nochmal gestrickt, also ein zweites Mal, nur wird das jetzt auf der Rückseite gestrickt und dadurch schauen eben nachher auch beide Seiten gleich aus. Und da geht es hier immer so ein bisschen zusammen und dann bekommt das, ich weiß nicht, ob das im Video gut zu sehen ist, bekommt das so eine leichte 3D-Optik. Das sieht man, glaube ich, jetzt nicht so hier. So, in der ersten Reihe, da beginnt ihr jetzt mit alle Maschen rechts. Also das ist jetzt die 5. Reihe. Wieder die erste Masche abheben und dann alle Maschen wieder rechts stricken. So, das war die 5. Reihe. Jetzt kommt die 6. Reihe. Jetzt sind wir auf der Vorderseite und stricken genauso wie vorher auf der Rückseite, also wie das Muster angefangen hat. Die erste Masche wieder abheben und dann die ersten 4 Maschen rechts stricken. Und jetzt wird auf der Vorderseite abgewechselt im Rippenmuster gestrickt. Also abwechselnd im Rippenmuster gestrickt. Ihr beginnt wieder eine Masche links, eine Masche rechts, links, rechts, links, rechts und links über 7 Maschen. Dann die folgenden 4 Maschen wieder rechts und wieder im Rippenmuster. Das Muster selber ist ja sehr einfach zu stricken. Es geht ja nur mit rechte und linke Maschen, aber man muss da doch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt hier immer in der Reihe bleibt, also in dem Musterblock bleibt, dass man da sich nicht irgendwie vertut. Deswegen immer mal wieder kontrollieren oder vielleicht sogar mitzählen. So, die letzten 4 Maschen, die werden jetzt auch wieder rechts gestrickt. Und die Randmasche rechts. Jetzt kommen wir auf die Rückseite und die 7. Reihe, da werden wieder alle Maschen nur rechts gestrickt. Die 8. Reihe, da wird wieder im Wechsel gestrickt, also das Muster wieder, ihr beginnt wieder mit Randmasche nur abheben mit 4 Maschen rechts und das Rippenmuster, das wird jetzt wieder abgewechselt. Eine Masche links, eine Masche rechts im Wechsel. Dann wieder 4 Maschen rechts. Und wieder im Wechsel eine Masche links und eine Masche rechts im Wechsel. Und die letzten 4 Maschen wieder rechts. Randmasche rechts. So, das waren die ersten 8 Reihen von dem Rapport. Und jetzt strickt ihr einfach nur noch 2 Reihen, nur rechte Maschen. Ihr seid jetzt wieder auf der Vorderseite.
Stimmt ja gar nicht, auf der Rückseite. Die 9. Reihe ist jetzt. Die erste Masche wieder nur abheben und alle Maschen rechts. So, das waren jetzt die ersten 10 Reihen vom Rapport. Und dann beginnt ihr mit dem Muster wieder von vorne auf der Rückseite. Jetzt wird es wieder gewechselt. Wieder den Faden hinter die Nadel, eine Masche abheben, die erste Masche abheben und dann die ersten 4 Maschen wieder rechts. Und dann wieder abwechselnd im Rippenmuster. Vier Maschen rechts. Das Rippenmuster, eine Masche links, eine Masche rechts abwechseln. Vier Maschen rechts. Und die Randmasche rechts. So, das war dann die erste Reihe wieder vom Rapport. Die Hinreihe, rechte Maschen, Rückreihe, genau wie jetzt hier die erste Reihe. Und dann wechselt das Muster wieder. Aber ich habe euch jetzt ja auch immer jeweils dazu geschrieben, wie ihr die Reihen zu stricken habt. Da müssten dann auch Anfänger ganz toll mit klarkommen. So, dann haben wir es geschafft für heute. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Stricken, wenn euch die Decke gefällt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss!